Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Bevor ich heute loslege, sage ich ein bisschen was. Und zwar hat der liebe Erwin mir geschrieben, er hätte mal gern wieder eine Kartenlegung mit seinem Lieblings-Lenormand, das ich nicht mehr verwende. Ich verwende alle meine Karten, aber es ist eben schwierig. Ich greife meist zu denen, die in meinem Umfeld liegen, und es ist immer noch schwierig, so ein System zu finden, wie die mir alle zur Verfügung stehen. Ich könnte sie ja jetzt um mich rum bauen, das kann ich aber auch nicht. Dann habe ich keinen Platz, oder da sind auch Decks dabei, die ich vielleicht nicht in die Kamera halten soll, und es ist schon ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, mir müsste mal was einfallen, so wie eine Art Setzkasten an der Wand oder so, keine Ahnung. Also lieber Erwin, danke für die Inspiration. Dann habe ich noch ein Erlebnis, das ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist mir diese Woche wieder so bewusst geworden, welche Verantwortung ein Kartenleger, ein Medium, ein Jenseitsmedium hat. Ich hatte versucht, mich bei TikTok anzumelden, wobei ich mir schon gedacht habe, das brauche ich eigentlich nicht auch noch. Dann hatte ich das versucht, ein paar Videos hochzuladen. Das hat auch Spaß gemacht, das muss man schon sagen. Das ist eine inspirierende Sache. Allerdings bin ich mit diesem Kurzkonsum, das ist jetzt nicht so meins, aber anscheinend setzt es sich immer mehr durch. Und ich kenne mich ja auch überhaupt nicht aus auf dieser Plattform und habe deshalb rumprobiert. Und da ich bei mir Kartenlegen angegeben habe, bin ich dann auf verschiedenen Lives rausgekommen, wo ich dann beobachten konnte, wie die Leute ihre Dienste da anbieten, ne, gegen Münzen und Coins und Rosen und weiß der Geier was alles. Und da war dann ein Chat oder ein Medium, die schrieb dahin eine Ja- oder Nein-Frage, gratis. Da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt für mich selber keine Ja- oder Nein-Frage, aber ich habe dann mal was gefragt zu der beruflichen Entwicklung von meinem Sohn, was mit Ja oder Nein zu beantworten war. Und da bekam ich dann zur Antwort, Moment, dass ich es nicht falsch wiedergebe. Es tut mir leid, es schmerzt. Also so ähnlich, ne? Ich weiß, was Schmerzen sind. So war die Antwort. Ich weiß, was Schmerzen sind. Dann dachte ich so, okay, das ist jetzt weder ein Ja noch ein Nein. Das ist ein Satz, der mir um die Ohren geknallt wurde. Mit dem kannst du anfangen, was du möchtest. Unterschwellig rumort der auch rum. Und das geht gar nicht. Das war dann der Moment, wo ich diese ganze TikTok-App wieder gelöscht habe und gedacht habe, nee, ich bleibe bei mir, ich bleibe bei dem herkömmlichen Ding, denn es ist eine mega Verantwortung, in so einem Format, in so einer Sache einfach den Leuten solche Antworten um die Ohren zu hauen, und habe dann eben die ganze gequirlte wieder gelöscht, ne? Also hat mir auch nochmal bewusst gemacht, welche Verantwortung man hat, wenn man sowas ausübt, und wie wichtig es ist, dass man es intensiv macht und genauer hinguckt, und es gibt einfach Grenzen, und ich sehe das, dass zum Beispiel Kartenlegen entwickelt sich über die Jahre. Du kannst nicht als 19-Jährige da hinsitzen und über Lebenserfahrung sprechen oder so, ne? Das geht einfach nicht, und das wollte ich heute mit euch teilen. Aber jetzt kommen wir zu der Legung für heute. Oh, okay. Hier kann der ein oder andere einen finanziellen Zuwachs erleben, ein finanzielles Geschenk, ein Geschenk, das die Seele erfreut, zum Beispiel.
Und das kann hier über eine männliche Person kommen. Irgendwas, was dir jemand zugutekommen lässt. Möglicherweise hast du hier auch erfreulichen Ausgleich mit der Vergangenheit. Das kann im finanziellen Bereich sein oder aber auch im beruflichen, dass dir hier eine Möglichkeit winkt, vielleicht auch irgendeine Aufgabe neu zu übernehmen, die dann Geld einbringt oder auch stabiles Geld einbringt. Es kann hier sein, dass sich manch einer über Selbstständigkeit Gedanken macht oder über Dinge, die mit den, ich sind jetzt mal, wir haben die Arbeitskarte und den Turm, man kann hier auch vom Arbeitsamt sprechen, dass man hier so ausgleichende Finanzen empfängt oder etwas regeln kann, was einem finanziell zugutekommt. Speziell liegen hier auch die Selbstständigen dabei, die hier vielleicht irgendeinen guten Auftrag kriegen oder einen guten Zuwachs. Das Außen spielt eine Rolle, also Einflüsse von außen. Man wird vielleicht von irgendjemand besonders wahrgenommen oder besonders gesehen. Vielleicht ist es auch so ein Moment, wo man sehr am Außen, an seiner Wirkung im Außen nachdenkt. Gut, sowas hatte ich jetzt auch beschrieben. Und es geht irgendwie um Veränderungen, die haben mit den Herzensbereichen, den Beziehungsbereichen zu tun, den Herzensangelegenheiten an sich. Und hier kommt irgendwie ein Schub von außen, der dich hier ein bisschen weiterbringt, aber eigentlich angenehm weiterbringt. Ja, hier kann man sogar davon sprechen, dass eine Wunde, die einen möglicherweise länger mal gestupft hat, wenn jetzt zum Beispiel im Beziehungsbereich immer wieder die gleichen Themen sind oder die gleichen Verwundungen, haben wir hier so ein bisschen, dass das Kreuz, das man daran trägt, Erleichterung erfährt und die Energie an sich ein bisschen ruhiger und stabiler wird. Gerade da auch, wo es extrem unruhig macht oder auch nervend ist, ne? So. Es gibt Wege zu gehen. Es gibt Entscheidungen, die Fahrt aufnehmen aus einer stagnierenden Situation heraus. Das kann jetzt sein, dass dir immer mehr bewusst wird, wo dein eigentliches Lebensziel, deine Lebensreise hingehen soll, wo du Umstrukturierung brauchst, wo du auch stagnierende Situationen und Hindernisse gut verlassen kannst. Und da liegt hier so ein bisschen ein schwankendes Gefühl dabei. Man hat vielleicht dieses sich nicht gut entscheiden können oder sich nicht gut für eine Option entscheiden können, so ein bisschen mit. Hier liegt der Hinweis, tausche dich mal mit einem Freund aus oder mit einem Kollegen. Da kommt eventuell eine Tür, die sich öffnen könnte. Und ich habe auch so, dass so Kommunikation an sich gerade gut tut, also austauschen, miteinander reden, gute Energien zusammenzubündeln, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, auch auf einem kurzen Weg, gemeinsam aus einer Kreativität irgendwie schöpfen. Und es geht verstärkt darum, sich irgendwie einer Energie zu bedienen, die für mehr Wohlfühlfaktor sorgt. Das kann hier speziell im beruflichen Bereich sein oder aber auch im Umfeld. Okay, es war heute eine lange Legung, Erwin, aber natürlich für uns alle. Ahnenthematiken können hier eine Rolle spielen. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns ein bisschen rausnehmen können, dass sich etwas so gestalten kann, dass so ein Thema, das die hier, wir haben den Bären, ne? Hier unten die Schlange in der Wurzel, dass man hier so ein bisschen ein anderes Lebensgefühl kriegt,
wo man aus bestimmten Thematiken sich einfach rausnimmt und dass es immer leichter wird. So gewisse Dinge, die sich drehen, weil sie eben auf deiner DNA sind, Wiederholungen des Schicksals und so weiter, dass sich das hier ganz gut löst oder leichter wird. Ne? In der Hängematte machst du so ein Timeout, da drückt dich vielleicht nur der Moment und nicht die ganze Ahnenreihe, und das wäre hier die Erleichterung. Wir haben das 10. Haus dabei. Tatsächlich liegt hier oben die Berufskarte, die Finanzen, und beim 10. Haus geht es tatsächlich um Berufung und Karriere. Und es ist ein Haus des Elementes Erde, sprich auch den Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau, und kann natürlich auch hier ein Hinweis sein auf diese Erdenergie, etwas, was einen mehr erdet und ja, mehr so ins Cool Down kommen lässt. Okay, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Eins fällt mir noch ein, ich hätte es vielleicht gleich am Anfang sagen sollen, weil am Schluss sind die meisten schon nicht mehr dabei. Das gehört auch zu dem, was heute Konsum bedeutet, ne? Schnell, schnell vorspulen, nur halbherzig hinhören, aber Hauptsache mitnehmen. Und ich sage es jetzt trotzdem, wenn ihr ein Reading bei mir bucht, dann schreibt ihr mir zumeist über meine Homepage und werdet aufgefordert, eine Telefonnummer zu hinterlassen und eine E-Mail-Adresse, damit ich euch antworten kann. Guckt bitte darauf, dass die Telefonnummer stimmen. Ich habe jetzt die Woche 2-mal rumgemacht, weil da ein Zahlendreher drin ist. Da ging kein WhatsApp durch, die Nummer hat einfach nicht gestimmt, ne? Die E-Mail kam nicht an, obwohl ich es 2-mal probiert habe. Das liegt daran, dass wenn ich antworte, die E-Mails des Öfteren mal im Spam-Ordner liegen. In einem Fall konnte ich es jetzt klären, da lag die auch im Spam-Ordner. Also wenn ihr was bucht oder mir schreibt über die Homepage oder wo ich nicht auf Antworten zu euch persönlich drücken kann, dann seid bitte so lieb und gebt richtige Daten an oder guckt verstärkt dann auch, wenn es 2, 3 Tage dauert, das bin ich nicht. Ich mache das sofort oder am nächsten Tag. Und wenn ihr da nichts habt, dann guckt bitte im Spam-Ordner oder ja, schreibt mich nochmal an. Okay, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Ich drücke euch, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Bis bald.